Hallo und willkommen zur 33. Folge von Fräulein Maya empfiehlt. Heute geht es um das sogenannte Ortsgedächtnis von Katzen. Warum diese außergewöhnliche Hirnleistung für die Heimkehr aus hunderten Kilometern verantwortlich sein könnte, erfahrt ihr heute. Zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Australien 2011. Eine Familie zieht vom südlichen Ungara auf eine Farm in der Nähe von Darwin im australischen Norden. Klingt nicht sehr spektakulär. Irrtum. Katze Jessie war damit so gar nicht einverstanden. Sie hatte Heimweh und wanderte in 15 Monaten zurück in ihre alte Heimat, 3000 Kilometer weit entfernt. Dort war sie wieder glücklich mit ihrem Bruder vereint, der schon beim Abflug der umziehenden Familie Reißaus genommen hatte. Was wie aus einem Märchen klingt, ist jedoch Realität. Es gibt eine ganze Reihe von Meldungen, die immer wieder diesen erstaunlichen Orientierungssinn von Katzen beschreiben. Nicht immer im Bereich von tausenden Kilometern, aber im Radius von ca. 12 Kilometern finden unsere Samtpfoten zielsicher zurück. Doch wie machen das die Vierbeiner? Hierzu gibt es unterschiedliche Theorien. Der amerikanische Verhaltensforscher Dr. Michael Fox geht von der inneren Uhr aus, an der sich Katzi orientiert. Diese Uhr tickt im Prinzip nach der Ortszeit. An einem fremden Ort stimmt also der Stand der Sonne nicht zur inneren Uhr. Daher läuft unser lautloser Jäger so lange in die Richtung, bis die innere Uhr wieder mit dem Sonnenstand übereinstimmt. Belegen konnte dies Dr. Fox jedoch nicht. Der bekannte deutsche Katzenforscher Professor Lehausen geht vom Hörbild aus. Dieses formt sich aus verschiedenen Geräuschen und anderen Sinneseindrücken wie typische Gerüche oder optische Eindrücke des heimatlichen Revieres. Einfallswinkel von Geräuschen und Lautstärken sind aber ebenfalls von Bedeutung für dieses Hörbild. Der am weitesten reichende Ton wird dabei zum Leitton. Damit kann Katzi die heimatliche Kirche schon aus weiter Ferne sehen. Hierzu führte Lehausen ein Experiment durch und setzte eine Katze 30 Kilometer vom Heimatrevier aus. Und sie fand tatsächlich zurück. In der Regel nimmt jedoch das Vermögen, wieder nach Hause zu finden, ab 12 Kilometer Entfernung stark ab. Dabei haben Freigänger ein bedeutend besseres Ortsgedächtnis als Wohnungskatzen. Wen wundert es? Doch was bedeutet dieses Wissen nun in der Praxis? Falls also eure Fellnase noch nicht so stark auf ihr neues Zuhause geprägt sein sollte, falls ihr umgezogen seid oder Katzi einen Vorbesitzer hatte, so wartet bitte mindestens 6 bis 8 Wochen, ehe ihr eure Miezi ins Freie lasst. Der Orientierungssinn unserer sanften Mitbewohner funktioniert erst richtig gut, wenn sie das Zuhause wirklich gut kennen und es auch als solches ansehen. Falls die Schnuppelschnute mit in den Urlaub fährt, so sollte sie besser gar nicht erst aus der Unterkunft herausgelassen werden. Sie versucht womöglich nach Hause zu gelangen. Ist Katzi zum Beispiel beim mehrere Kilometer entfernten Tierarzt entwischt, sucht am besten entlang eines möglichen Heimweges nach eurem Tier. Versucht dabei eher auf Katzenart zu denken. Aufgrund bereits vorgegebener Reviere und dem Drang zurück ins eigene zu kommen, verweilt die Samtpfote mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Ort ihres Verschwindens. Dies belegen auch teils rührende Berichte von der Seite Katzeninfo.com. Den genauen Link haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Vielmehr versuchen die Pelzträger über Flächen und Wege, die Versteckmöglichkeiten und Schutz bieten, nach Hause zu gelangen. Aus Katzensicht sind Hecken, Wiesen, Hinterhöfe und Gräben attraktiver als Straßen und Fußwege. Entlang dieser potenziellen Heimatrouten solltet ihr Zettel aufhängen und Menschen befragen. Für die Planung solcher Heimatrouten kann die Google Maps Satellitenansicht sehr hilfreich sein. Wenn ihr noch tiefgreifendere Informationen zu den unglaublichen Fähigkeiten der Tiere haben wollt, dann schaut doch mal in das Buch Der 7. Sinn der Tiere von Rupert Sheldrake. Erstmals untersucht hier ein Wissenschaftler solche Phänomene, wie die weite Heimreise von Tieren oder das Katze-Wiskins, die nur dann den Hörer vom Telefon schubst, wenn ihr Besitzer anruft. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maya. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und hilft dem einen oder anderen im Ernstfall weiter. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya die Eiche bzw. die Esche. Doch was sucht Maya dieses Mal? In Zeitungen mag es leicht jeder missen. Gebraten aber ist's ein Leckerbissen.
Wenn ihr die Lösung herausbekommen habt, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt doch Maya einen Daumen hoch und teilt uns. Wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.